Ein Tagesausflug ins Disneyland Paris, lohnt sich sowas wirklich? Das möchte ich euch heute zeigen, denn ich nehme euch heute mit auf einen Kurztrip ins Disneyland Paris. Und ja, ich schnips mich jetzt einfach mal weg, denn den nächsten Take, den gibt's nach dem Intro im Disneyland Paris. Tja, im Hintergrund könnt ihr vielleicht Mickey, Minnie und Chip und Dale sehen und ja, ich bin endlich angekommen, ich habe es euch gesagt, und einige fragen sich ja bestimmt jetzt, wie hat er das denn so schnell gemacht? Wie kann er überhaupt für einen Tag ins Disneyland fahren? Das ist ganz, ganz einfach. Ich wohne an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg und das ist von mir 3,5 Stunden entfernt bis hierhin, und da kann man tatsächlich sich morgens mal einfach ins Auto setzen, hier runterdüsen und den Tag hier verbringen. Ich möchte auch nicht den vollen Tag heute hier verbringen, das heißt, ich bleibe nicht bis zum Schluss. Der Park hat heute, glaube ich, bis 20 oder 21 Uhr auf. Ich bin schon aus bestimmten Gründen hier. Ich möchte mir die neue Show angucken, Disney's Dream Factory in den Walt Disney Studios, und ich möchte dem Marvel Hotel einen Besuch abstatten, weil da sind wir ja in 2 Wochen dann auch richtig zu Gast, übernachten dann auch, und dann kann man natürlich dann auch noch viel, viel mehr zeigen. Aber ich war ja noch gar nicht drin und bin sehr, sehr gespannt und freue mich, das heute Nachmittag mal besuchen zu dürfen. Die große Frage, die immer in den Insta-Stories gestellt wird oder generell auf Instagram und auch hier bei YouTube war, wie lange bleibt das Schloss so verhüllt? Ja, es gibt keine genaue Zeitangabe, Disney hat sich da nicht zu geäußert, aber also ich persönlich rechne schon damit, dass es kurz vorm 30. Geburtstag, also im nächsten Jahr, erst dann fertig sein wird, weil keine Ahnung, was sie noch alles da machen müssen. Auf jeden Fall sieht es noch nach sehr, sehr viel Arbeit aus, weil sonst hätten die sich nicht diese Mühe gemacht, dieses große Gerüst, dieses große, keine Ahnung, was es genau ist, aufzubauen. Von daher gehe ich davon aus, dass wir uns da noch einige Monate gedulden müssen. Aber man kann es ja oben schon erahnen, also die Spitze, die schaut ja schon raus, wie toll das aussieht. Und ja, also wenn das ganze Schloss in der Qualität ist wie da oben die Spitze, dann können wir uns definitiv freuen. Es ist ja nach wie vor so, dass es keine Papierprogramme gibt. Am Eingang ist man ja gewöhnt, dass es da diese kleinen Heftchen gibt, da könnt ihr die Showzeiten einsehen. Und wenn ihr die jetzt wissen wollt oder auch die Wartezeiten, dann müsst ihr euch die Disneyland Paris App runterladen. Das habe ich gerade eben dann auch nochmal gemacht. Also ich hatte sie schon, aber habe dort reingeschaut, weil ich wollte ja wissen, wann die erste Show Disney's Dream Factory in den Walt Disney Studios läuft. Und das ist heute um 12:15 Uhr. Wir haben jetzt 10:30 und ich werde jetzt bis um 11:45, 10:30 hier im Disneyland Park bleiben, um dann frühzeitig dort zu sein, weil ich würde gerne die erste Show sehen. Die Leute, die sie bis jetzt gesehen haben, sind ja eigentlich hellauf begeistert. Ich bin auch sehr, sehr gespannt und hoffe, dass sie mir auch gefallen wird. In diesem Gebäude hier befindet sich das Jahreskartenbüro. Das könnt ihr sehen, und im Moment ist es noch geschlossen. Ihr könnt sehen, hier ist die Kette gespannt. Aber das wird sich bald ändern, denn ab dem 15. Juli macht das Jahreskartenbüro dann wohl wieder auf und ihr könnt euch wieder eure Pässe verlängern oder auch neue Jahreskarten kaufen. Wir haben ja alle schon gebibbert und waren schon sehr nervös, weil wir gedacht haben, okay, wenn jetzt unsere Jahreskarte ausläuft und es gibt keine neuen, was machen wir denn dann? Ne? Aber es hat sich zum Guten gewendet und ja, nächste Woche geht es wieder los. Also für alle Leute, die eine Jahreskarte haben wollen, ab nächste Woche, ab dem 15. Juli.
Ich habe ja in einem meiner letzten Videos nachgefragt, ob ich euch mal die einzelnen Themenländer hier im Disneyland Paris vorstellen soll, und viele Kommentare waren dafür, und das habe ich jetzt tatsächlich auch mal vor, jetzt noch nicht heute, weil, keine Ahnung, heute stehen ein paar andere Sachen noch auf dem Plan, aber ich werde es definitiv machen. Und dann, ich habe euch ja jetzt ein bisschen schon was aus dem Fantasyland gezeigt, aber ich möchte euch natürlich dann auch was dazu erzählen. Und ja, wundert euch nicht, dass ich eine Sonnenbrille anhabe, obwohl der Himmel so bedeckt ist, aber ich habe immer diese Angewohnheit, wenn ich in diese Kameralinse gucke und das Licht ist so komisch, dann blinzle ich die Augen so zusammen und das sieht immer irgendwie ein bisschen blöder aus. Von daher lasse ich einfach lieber die Brille an, dann seht ihr nicht, wie blöd ich eigentlich gucke. Wie ihr sehen könnt, bin ich inzwischen in den Studios angekommen und stehe hier schon in der Schlange für Disneys Dream Factory an. Das ist hier direkt neben Stitch Live, das Gebäude hier, Studio D, wo damals Disney Junior drin war. Und ja, im Moment ist es noch ziemlich leer, es ist auch noch ziemlich früh, wir müssen noch über eine halbe Stunde warten. Und ich werde euch natürlich nicht die ganze Show zeigen können, sondern nur so ein paar Impressionen. Und hoffe trotzdem, dass euch das gefällt. Werde auch die Musik, die Originalmusik ausblenden müssen, aus rechtlichen Gründen. Aber es ist vielleicht möglich, so einen kleinen Überblick darüber zu bekommen, was hier so abgeht. Ich bin tatsächlich schon ein Stück weitergekommen in so einer Art Vorraum. Ihr könnt hinter mir sehen, da sind 2 Türen, da geht es dann rein ins Theater. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich war hier tatsächlich noch nie drin. Nebendran ist ja Stitch Live, auch das habe ich noch nie besucht. Da ist eben gerade schon so ein kleiner Fail passiert, denn als ich mich angestellt habe, war ich gerade live bei Instagram und ja, ich habe mich in die falsche Schlange angestellt. Wäre ich da reingegangen, wo ich mich angestellt hätte, wäre ich bei Stitch Live gelandet. Aber jetzt bin ich definitiv richtig. Hier steht überall Dream Factory und ja, ich zeige euch dann gleich das Theater von drin. Das ist sie also, die Dream Factory. Et de maintenir une distance d'au moins 1 mètre entre votre groupe et les autres visiteurs dans cette salle. Pour la santé et la sécurité de tous. Ihr konntet jetzt ein paar Bilder aus Disney Junior Dream Factory sehen und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Show hat es echt in sich. Also was Disney da wieder auf die Beine gestellt hat, ist wirklich nicht von dieser Welt. Die Effekte, diese Kulisse, die Lichter, die Musik, also wirklich, also lasst euch diese Show auf gar keinen Fall entgehen. Die ist nicht nur was für Kinder, auch wenn ich die meisten Charaktere überhaupt nicht gekannt habe. Ich freue mich schon, sie in 2 Wochen wieder sehen zu können. Das ist schon echt ganz, ganz cool. Und ich stehe hier noch an etwas ganz Besonderem. Dafür muss ich jetzt einfach mal gerade die Kamera drehen. Das könnt ihr hier sehen. Und zwar stehen hier schon die Absperrungen für den Avengers Campus, der sich hier hinter befindet. Hier haben wir den Tower of Terror. Und hier geht es ja dann weiter zum Avengers Campus, der, ich hoffe es doch, vielleicht im nächsten Jahr dann aufmachen wird. Es fängt gerade wieder ein bisschen an zu tröpfeln, was aber nicht so ganz so schlimm ist. Wenn es so bleibt, ist es nicht tragisch. Und ja, ich würde gerne einen Blick dahinter werfen, aber das dürfen wir nicht. Und ja, ich habe es ja eben noch nicht genau gezeigt. Also wer sich fragt, wo die Dream Factory ist, wer Stitch Live kennt, das ist hier direkt da. Daneben ist Studio D und da ist die Dream Factory drin, direkt hier neben dem Cinemagic Theater.
ihr habt es ja schon gehört, der Fastpass ist tatsächlich Geschichte und die Spuren werden davon auch langsam beseitigt. Das hier war ja damals die Fastpass-Stelle, also hier konntet ihr eure Karten ziehen für den Tower of Terror. Und ihr seht, da oben steht auch schon gar nichts mehr. Und die Fastpass-Automaten sind wohl noch da, aber werden definitiv nicht mehr in Betrieb genommen. Denn es kommt ja dieses neue System Premier Access und dieser Standby-Pass, den es ja auch im letzten Jahr schon mal gab. Bei der neuen Cars-Attraktion findet ihr auch noch eine Neuheit, nämlich Tier Love and Go. Und ja, das ist so eine Art Imbisswagen. Hier könnt ihr euch auch hinsetzen. Und was es da so gibt, das möchte ich euch auch noch zeigen. Ihr könnt sehen, das ist einmal ein Croc Lightning McQueen. Dann ja, Gemüse mit Soße und was zu trinken. Das ist auch schon alles. Ja. Nett gemacht. Bei Cars ist gar nicht so viel los, aber ich habe jetzt auch langsam Hunger und schaue mal, ob ich vielleicht im Studio 1 beim Café en Coulisses etwas bekomme. Natürlich darf kein Besuch hier im Disneyland sein, ohne die Palme zu tätscheln oder abzuklatschen. Das muss natürlich heute auch wieder sein. Habe ich eben zwar schon mal im Livestream gemacht auf Insta, aber jetzt fürs Video nochmal, kann ja nicht schaden. Und ich schaue jetzt mal hier bei Studio 1 beim Café en Coulisses, ob ich da einen Platz bekomme. Sieht nicht so gut aus, also das, was ich im Moment sehe, sieht sehr, sehr voll aus. Aber ich probiere es mal. Und ja, werde euch berichten, ob ich was zu essen bekommen habe. Ich habe tatsächlich jetzt was zu essen gefunden, und zwar habe ich mich fürs Black Widow Menü entschieden. Das ist ein Hamburger, hier seht ihr mit dem Black Widow Zeichen, eine Cola und Pommes. Es gibt tatsächlich kein Dessert mehr, und ich habe jetzt bezahlt für das Menü mit Jahreskartenrabatt 13,60 €. Ohne Rabatt würde es 16 € kosten. Ja, ich bin mal gespannt, wie es geschmeckt hat oder wie es schmeckt. Das sage ich euch aber dann gleich. Für die Schnäppchenjäger unter euch gibt es im Moment auch wieder was. Hier 30% auf das Neon-Sortiment. Ist ja im letzten Jahr erschienen, auf die Spirit Jerseys, die Rucksäcke, die Ohren und die Shirts. Schauen wir uns auch noch von vorne an. Ich bin hier übrigens immer noch in den Studios, also gerade aus dem Studio 1 gekommen. Der Burger war übrigens sehr gut. Hier haben wir noch mehr Sale. 30% auf besonders Flipflops, Tücher, Kosmetiktaschen, Schuhe, Gummistiefel, Taschen, noch mehr Schuhe und hier Kappen. Auch da seht ihr, das ist immer speziell ausgezeichnet. Sogar hier aufs Geschirr. Aber das steht schon, das sind die Plastikschalen, also das hier gibt es leider nicht günstiger. Wir gehen mal weiter durch und schauen, ob wir noch was finden. Ja, noch mehr Schuhe. Ich habe heute tatsächlich meine Ohren vergessen. Das ist mir aber eben erst eingefallen, aber nicht so schlimm, weil ihr seht mich ja eh kaum. Und hier noch ein ganzer Raum voll mit Schnäppchen. Tassen, unglaublichen. Da seht ihr Rafiki, noch mehr Tassen. Ohren.
Make-up'en. Rucksäcke. Das sieht aus wie so alte Videokassettenhüllen, finde ich, oder? Da gibt es sogar 50% Rabatt drauf. Tja, ich denke mal, wir brauchen nichts und gehen jetzt einfach mal wieder rüber in den Disneyland Park. Au revoir. Ich bin wieder im Disneyland Park angekommen und ja, ich war ja gerade bei Instagram Live, habe euch da so ein bisschen mitgenommen, eine halbe, dreiviertel Stunde. Wir sind zusammen die Feenfahrt im Storybook-Land, also im Fantasyland gefahren. Und ja, jetzt stehe ich hier mitten im Frontierland und möchte natürlich den Park nicht verlassen, ohne wenigstens eine Runde mit Phantom Manor zu fahren, was ihr hier hinter mir seht. Und da kommt auch die Molly Brown gerade. Dann mache ich mich langsam auf in Richtung Hotel New York, die Art of Marvel. Das möchte ich mir ja noch anschauen. Möchte euch so ein paar Aufnahmen machen, auch bei Instagram natürlich einiges zeigen. Und ja, in 2 Wochen geht es ja dann richtig los. Ich bin schon sehr, sehr aufgeregt, dort zu übernachten. Und dann gibt es natürlich dann einen richtigen ausführlichen Vlog alleine über das Hotel New York, die Art of Marvel. Aber dazu dann nachher mehr. Jetzt geht es erstmal in Richtung Phantom Manor. Ja, ich komme gerade aus diesem schönen Herrenhaus und ja, ich glaube, zu Phantom Manor muss ich nicht mehr viel sagen und wie sehr ich diese Attraktion liebe, brauche ich euch nicht mehr erklären. Das habe ich lang genug bei Instagram und so schon verlauten lassen. Es ist einfach was total Besonderes und ihr habt jetzt gerade so ein paar Ausschnitte aus dem oder vom Boot Hill gesehen. Das ist der Friedhof neben Phantom Manor und viele gehen einfach, wenn sie rausgehen, einfach hier links vorbei und dann einfach wieder zurück in den Park und besuchen diesen Friedhof gar nicht. Und es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es gibt so viele tolle Geheimnisse und Gimmicks, die dort versteckt sind. Schaut euch das mal an. Ich werde darüber vielleicht auch mal ein Video machen, was ihr dort alles entdecken könnt. Ja, da stehe ich nun wieder mit meinem Schirm. Es ist schon wieder am Regnen, aber es sind kurz vor 4 und ich glaube, ich werde mich jetzt gleich mal aufmachen in Richtung Hotel. Es war ein sehr, sehr besonderer Ausflug. Also ich meine, der ist ja jetzt noch nicht vorbei, sondern ich habe ja noch ein bisschen was vor. Aber es ist schon seltsam, wenn man so ganz alleine unterwegs ist. Hat ja schon was, weil man dann ackern kann. Also man kann kreativ sein, ich kann Bilder machen, ich kann hier filmen, wie ich möchte und störe niemanden, ne, oder behindere irgendwelche Gruppen. Das ist schon ganz, ganz gut. Aber es ist natürlich schon schöner, wenn man irgendjemanden zum Sprechen hat. Deshalb war es dann auch schon ganz unterhaltsam, eben dann mal die Instagram-Livestreams zu machen. Ja. Ich wusste ja, dass es heute anders wird, aber es war mir einfach ein Anliegen jetzt nach den letzten 2 Wochen, wo es einfach nicht so toll gelaufen ist zu Hause, einfach mal rauszukommen und das zu machen, was ich gerne mache. Und hier bin ich einfach gerne und egal, ob es regnet, schneit oder 40 Grad sind, ich bin immer gerne hier. Und es ist ja auch so, ich habe ein bisschen was gemacht heute. Ich habe zwar fast gar keine Fotos gemacht, also das habe ich mir zwar vorgenommen, aber bei dem Wetter, wie will ich da Fotos machen? Und ich war so bepackt mit meinem ganzen Kram, dass das auch ein bisschen schwer war. Aber in 2 Wochen bin ich ja 3 Tage hier, dann werden dann da halt ein paar Fotos gemacht und ein bisschen weniger Video vielleicht. Ja, es ist trotzdem schön gewesen und ich bin jetzt sehr gespannt aufs Marvel Hotel. Werde, wie gesagt, da jetzt mal in die Richtung gehen, dann auch durchs Disney Village und dann mir noch schön Zeit nehmen in dem Hotel und mal schauen, ja, was ich einfach so besuchen kann, ohne Übernachtungsgast dort zu sein. Aber seht selber. Ich stehe jetzt endlich hier vor dem Hotel New York, die Art of Marvel, und ich bin jetzt echt mega gespannt, wie es da drin aussieht. Ich nehme euch einfach mal mit. Kommt!
Geh mal rein. Ich glaube, es bedarf nicht wirklich vieler Worte für das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Ich bin total erschlagen. Das Hotel New York war damals schon mega, mega schön. Aber das hier ist wirklich ganz, ganz, ganz besonders. Da hinten war jetzt die Superhero Station, wo ihr dann halt eben auch verschiedene Möglichkeiten habt, Bilder zu machen. Also es ist schon echt besonders. Jedem Marvel-Fan schlägt hier wohl das Herz wirklich höher. Es ist echt wirklich unglaublich, was die hier aus diesem Hotel gemacht haben. Und wenn ihr das jetzt riechen könntet, wie der Geruch hier drin ist, einfach... Ich bin mal gespannt, ob es auch wieder ein Parfüm gibt. Hier ist nämlich jetzt direkt auf der linken Seite die New York Boutique. Hier war ja auch damals schon der Laden drin. Und da schauen wir jetzt einfach mal, was es denn da so alles gibt. Bonjour. Natürlich Tassen und Becher. Spider-Man. Und natürlich Black Widow. Die Avengers, Guardians of the Galaxy. Wenn ihr was Süßes essen wollt abends hier, Captain America. Und natürlich einiges Merchandise, was jetzt direkt hier zum Hotel thematisiert ist. Ihr könnt sehen, T-Shirts, Tassen, Pins, es ist alles da. Auch natürlich hier Schlüsselanhänger. Und da ist es schon, das Parfüm. Und es kostet, lasst mich raten, mal 70 Euro bestimmt. Ne, 60 Euro ohne Rabatt. Da könnt ihr die Iron Man Figuren sehen, die ihr auch vorne im Eingang stehen seht, auch in klein. Pins, Schlüsselbänder, Shirts, Groot. Also wirklich einiges. Bin ja noch nicht so sicher, aber ich glaube, irgendwas möchte ich mir doch auch mitnehmen, oder? Na, ich schaue einfach mal und dann werde ich euch berichten, was ich gekauft habe. Natürlich kann ich dieses tolle Hotel nicht verlassen, ohne mir was zu kaufen, denn ich habe mir hier die Vitrinen angeschaut. Ich drehe mal schnell die Kamera. Und da gibt es ja viele tolle Sachen, wie ihr hier sehen könnt, die extra fürs Hotel New York hier gemacht worden sind. Diese Iron Man Figuren zum Beispiel, das sind die, die ihr da hinten in der Vitrine in groß sehen könnt. Und ja, natürlich könnt ihr hier auch Kunst kaufen. Captain Marvel hier für 250 Euro. Und dann gab es dieses Bild hier. Disneys Hotel New York, The Art of Marvel. Spider-Man und limitiert auf 350 Stück. Und wer mich verfolgt bei Instagram, der weiß genau,
dass ich diese Bilder sammle. Ich habe schon 3 Stück an der Wand hängen, die auch limitiert sind aus dem Disneyland Paris hier. Und ja, da konnte ich jetzt einfach nicht widerstehen. Ich konnte nicht Nein sagen und musste es mir dann jetzt einfach schon mal als kleines Vorab-Geburtstagsgeschenk selber kaufen. Und nicht nur das, sondern ich habe auch noch 2 Schlüsselanhänger mitgenommen. Eine für mich und einen für einen Kumpel, der den haben wollte. Und ja, was soll man großartig sagen? Jetzt habe ich doch mehr Geld ausgegeben, als ich wollte heute. Aber ich wollte jetzt nicht auf 2 Wochen warten, weil wer weiß, ob es dann noch überhaupt da ist. Und dann ärgere ich mich nachher, wenn ich es nicht bekomme. Im Herbst steht nämlich ein Umzug an und ja, da passt es perfekt an den Platz, wo ich jetzt schon genau weiß, wo ich es hinhängen werde. Ja, noch mehr Kunst. Und hier können wir kurz mal einen Blick reinwerfen in die Skyline Bar. Die besuche ich natürlich jetzt nicht, sondern das auch erst dann in 2 Wochen, wenn wir dann auch hier abends uns hinsetzen werden, was zusammen trinken. Ich freue mich. Aber Vorfreude ist ja die schönste Freude, ne? Das sagt man ja auf jeden Fall so. Und ja, ich möchte jetzt nicht hoch auf die Flure fahren, weil es ist ein bisschen unangenehm, wenn man jetzt hier kein offizieller Hotelgast ist, hier so rumzulangern. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und ja, mehr gibt es auf jeden Fall und das in 2 Wochen. Ja, was für ein Tag, ein langer Tag. Es sind jetzt gleich 4:30 und ich mache mich jetzt auch gleich langsam auf in Richtung nach Hause, denn es ist immer noch am Regnen und ich möchte im Hellen auf jeden Fall zu Hause ankommen. Ich habe keine Lust, im strömenden Regen durchs Dunkle zu fahren, dann auch noch allein im Auto und ich war ja auch sehr, sehr früh auf, heute Morgen um 5. Von daher, ich habe ja alles das, was ich machen wollte, habe ich gemacht. Ich habe die Show gesehen, Disney Junior Dream Factory, ich war hier im Marvel Hotel, ich bin Phantom Manor gefahren, ich habe ein paar Fotos gemacht, ich hätte mehr machen können, ich habe ein Video für euch aufgenommen und ja, ich bin ja auch schon in 13 Tagen wieder hier und dann für 3 Tage und dann habe ich alle Zeit der Welt, das zu machen, was ich noch machen wollte. Ich bin definitiv zufrieden und glücklich. Es hat mir echt gut getan, nach den letzten 2 Wochen einfach mal rauszukommen, mal was für mich zu machen. Das war ja tatsächlich so, es war so ein bisschen für mich Zeit und das habe ich echt genossen. Ab und zu muss das mal sein, aber trotzdem freue ich mich auf jeden Fall auf jeden, der auch am 23., 24. und 25. im Disneyland Paris ist, weil mit mehreren Leuten macht es natürlich einfach mehr Spaß und ist auf jeden Fall lustiger. Da geht die Zeit auch viel schneller vorbei. Heute habe ich ein paar Mal auf die Uhr geguckt und habe gedacht, oh Gott, es ist ja erst 2 Uhr oder es ist erst 3 Uhr. Ne? Also das ist aber klar, wenn man niemanden zum Reden hat und die ganze Zeit nur mit der Kamera redet. Jetzt kommt hier ein Bus an, das hört ihr ja schon wahrscheinlich. Das ist der Bus zum Flughafen. Ich muss nicht zum Flughafen, ich gehe jetzt Richtung Parkplatz. Ich hoffe, euch hat das kleine, aber feine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video doch bitte einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer dann benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich bedanke mich bei euch und ja, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder.